Hallo, ich heiße Andrei Putin. Zu meinem Linken steht Anton Belov und wir befassen uns mit der komplizierten Softwareentwicklung. Wir generieren mehr als 12.000 Stunden Softwareentwicklung pro Monat für unterschiedliche Kunden. Meistens sind es Großunternehmen. Oft hören wir dieselbe Frage. Was sind die PIM-Systeme? Wie sind diese entstanden? Wieso? Was sind ihre Funktionen? Manchmal ist es so, dass das Gespräch über die PIM-Systeme auch das Funktionsprinzip von MDM-Systemen zu verstehen hilft, da die PIM-Systeme auch zu MDM-Systemen gehören. Die Evolution des Informationsmanagements geht weiter und die PIM-Systeme sind noch kein Höhepunkt dieser Entwicklung. Es gibt schon auch andere interessante Technologien. Wir sehen, dass das Interesse zu den PIM-Systemen auf dem russischen Markt wächst. Es gibt viele Mythen und Nuancen über die Implementierung der PIM-Systeme und über ihre Möglichkeiten. Wir möchten kurz über die PIM-Systeme erzählen, über ihre Evolution, über ihre Basic-Möglichkeiten. Wollen wir beginnen? Ja, beginnen wir mit den MDM-Systemen. Sie waren doch die ersten in dieser Klasse. Alles hat damit begonnen, dass die Unternehmen ihre Informationen irgendwo aufbewahren mussten. Dafür brauchten sie ein einheitliches System, welches für sämtliche Informationen zuständig sein könnte, damit sie nur eine zuverlässige Quelle hätten. Wenn deine Informationen in zwei Systemen gepflegt werden, dann führt es zum Chaos. Du weißt nie, welche Informationen richtig sind. Die ersten Systeme dieser Art nannte man MDM-Systeme, Master Data Management System. Und welche Daten kann man in einem MDM-System pflegen? Man kann eigentlich beliebige Daten pflegen. Es gibt keine Spezialisierung. Du hast die Daten, die du brauchst. Können in einem MDM-System auch kundenspezifische Daten gepflegt werden? Das kann beliebige Information sein. In den ersten Systemen gab es aber ausschließlich Textinfos. Nächster Schritt in der Evolution der Systeme war mit der Notwendigkeit verbunden, spezifische, produktbezogene Informationen aufbewahren zu können. Es ging um die Produktmerkmale. Verschiedene Produkte können verschiedene Merkmale haben. Manchmal bilden sich auch Familien von Merkmalen. Das war die neue Spezialisierung von MDM-Systemen. Spezialisierung auf dem Produkt. Und man nannte diese Systeme Product Information Management oder PIM-Systeme. Der Grundgedanke von MDM-Systemen war die Aufbewahrung von zuverlässigen Informationen. Die Idee von PIM-Systemen besteht darin, dass sie zuverlässige Informationen über die Produkte liefern können. Und der nächste Schritt der Evolution bestand in der Weiterentwicklung von produktbezogenen Daten und Aufbewahrung der Bilder. Die ersten waren Hybrids von SAP vor ungefähr 10 Jahren oder sogar früher. Das neue System wurde als PCM bezeichnet, Product Content Management System. Das war praktisch der Markenname von SAP. Heute bezeichnet dieser Name die ganze Gattung von Produkten, wie seinerzeit mit dem Wort Walkman oder Jeep. Oder zum Beispiel Tempo oder Pampers. Und auch die DAM-Systeme bezeichnen wir manchmal als PCM. Hier muss man aber betonen, dass die nächste Entwicklungsstufe von PCM-Systemen die DAM-Systeme waren. Das ist nicht nur ein System zum Aufbewahren der Bilder. Das ist ein System, das beliebige Informationen über das Produkt pflegt. Beliebige Dateien, beliebiges Video. Alles, was man an das Produkt anhängen kann, aber kein Text oder Bild ist. Man kann das separat speichern und mit dem Produkt verbinden. Das sind also die DAM-Systeme, Data Assets Management. Für unsere jungen Zuschauer müssen wir es nochmal wiederholen. Es kann sein, Sie können sich daran nicht erinnern, aber seinerzeit gab es Daten ohne Bilder. Sie meinen vielleicht, PIM-Systeme können doch mit Bildern arbeiten. Wie kann es anders sein? Du hast ein Produkt, aber kein Bild davon? Quatsch. Aber damals in den 90er oder auch früher, damals waren Bilder für die meisten Systeme einfach nicht nötig.
Nehmen wir zum Beispiel ein ERP-System. Um mit einem Artikel arbeiten zu können, reichen Artikelname, Artikelnummer und vielleicht noch irgendeine Bezeichnung aus. Man muss es verstehen. Das waren andere Zeiten, andere Harddisks, nicht wie heute, wo jedes Foto vom Handy direkt in den Cloud gerät. Dafür brauchte man Kameras, Fotofilme. Das war viel, viel komplizierter. Sie können es sich vorstellen, wie kompliziert es mit jedem einen Foto war. Sie müssen es also verstehen, dass wir dies und dies als verschiedene Systeme betrachten. Aber im Grunde genommen ist es die gleiche Geschichte. Und wenn wir über Product Content Management reden, dann betrachten wir ein Mehrzwecksystem. Welche Funktionen können es sein? Hier brauchen wir DAM, Bilder, was sonst? Es können Zertifikate zum Produkt sein, die du von offiziellen Behörden bekommen hast. Das können auch die Word-Dateien sein. Bitteschön. Du hängst die Word-Dateien an das Produkt an und dann werden auch deine Word-Dateien gepflegt. Dann hast du ein Video mit der Präsentation des Produktes gemacht. Du hast das Video angehängt. Dazu noch ein 3D-Modell. Bitteschön, 3D-Modell ist angehängt. Die Ingenieure, die mit dem Produkt arbeiten, können auch Daten aus ihrem Betriebssystem oder CAD-Daten in das DAM-System hochladen. Wenn für das Unternehmen etwas wichtig ist, dann kann man praktisch beliebige Daten über das Produkt anhängen. Deswegen, wenn Sie Planer, Ingenieure oder sonst jemand haben, wenn Sie auch Zertifikate für das Produkt irgendwo aufbewahren müssen, wenn Sie auch Fotografen haben, die auch Content generieren, dann, was ist aber der Unterschied zwischen DAM und normalen Ordnern und Katalogen für die Dateien? Warum kann man einen Ordner nicht als DAM bezeichnen? Der Ordner hat keine Verbindungen. Es gibt keine Information, was in dem Ordner drin ist. Der Ordner ist in der Datenbank nicht drin. Deswegen ist es für das System nicht so einfach, die nötige Information zu finden. In dem DAM-System gibt es zusätzliche Felder, zusätzliche Merkmale. Es gibt Familien von Merkmalen. Das ist ein System von Relationen. Und ein Ordner hat keine Verbindungen. Es ist wichtig zu bemerken, dass die DAM-Systeme mit den Meta-Informationen über die Dateien arbeiten. Wir haben zum Beispiel eine Datei, ein Bild. Und wir wollen es wissen, was für ein Bild wir da haben. Hat man es frontal aufgenommen? Oder ist es ein Seitenblick? Was für ein Bild ist es überhaupt? Oder was für eine Datei? Ist es ein Zertifikat? Das Zertifikat kann auch eine Gültigkeitsdauer haben. Wenn wir zum Beispiel ein Zertifikat brauchen, dann wollen wir die letzte oder die aktuelle Version haben. Wenn Sie zum Beispiel kein Zertifikat haben, dann wird wegen einer Datei ein ganzer Workflow initiiert. Das ist der Prozess, den wir auch stören müssen. Heute kann man es schon über das ERP-System machen. Wir können das auch in 1S einprogrammieren. Für 1S ist es aber keine typische Geschichte. 1S wird wegen dieser Businessprozesse immer komplexer werden. Im Endeffekt wird Maintenance dieses Systems einfach zu teuer. Das ist also das klassische Problem von modularen Architekturen. Wir haben also ein MDM-System. In diesem System wird die ganze Information aufbewahrt. Wir haben PIM und DAM, wo wir Informationen über Produkte pflegen, sowie Informationen über die Dateien haben, die zu gleicher Zeit auch die Informationen über die Produkte eventuell enthalten. Eine Datei ist nicht unbedingt mit einem Produkt verbunden. Womit sonst kann die Datei verbunden sein? Eine Datei? Eine Datei. Mit dem Banner weiß nicht. Eine Datei kann mit der Kategorie von Produkten verbunden sein. Mit einer Gruppe von Produkten. Kommt darauf an, wie es dein Marketing sehen will. Kann diese Datei auch mit der Internetseite verbunden sein? Es ist wohl möglich, auch mit der Internetseite. In diesem Fall aber sind wir schon außerhalb unseres Systems. Im Normalfall sollten es Prozesse für den Eigenbedarf sein. Das sind Systeme, die Prozesse innerhalb des Unternehmens brauchen, damit wir keinen Chaos in produktbezogenen Daten haben. Wenn wir über die Beziehungen nach außen reden, dann ist es schon die nächste Entwicklungsstufe von PIM-Systemen. Diese heißen PXM-Systeme. Diese Systeme sind dafür da, wenn Sie die Informationen über die Produkte auf verschiedene Kanäle verschicken. Diese Systeme haben eigene Kunden und Verbraucher und das sind interne Kunden und interne Systeme. Diese
Systeme haben aber eine andere Orientierung. Es geht um den externen Marketing, über externe Kanäle, externe Plattformen, wo die Information über das Produkt veröffentlicht wird. Dabei kann jede von diesen Plattformen ihre eigenen Anforderungen an die Produkte haben. Nehmen wir an, Wildberries und Lamoda haben unterschiedliche Anforderungen an Bilder. Ein Online-Store will zum Beispiel, dass die Sachen auf Models fotografiert werden. Der andere aber will unpersönliche Modepuppen haben oder sonst was. Die Anforderungen können unterschiedlich sein. Es kommt auf die Plattform an. Für russische Plattformen zum Beispiel gilt die russische Sprache, der Rubel, das metrische System. Für eine amerikanische Plattform gelten andere Messeinheiten. Das kann der US-Dollar sein, das kann die amerikanische Sprache sein oder andere lokale Besonderheiten. Dafür existieren also die PXM-Systeme. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, dass sie tausende Beschreibungen von einem Produkt für die unterschiedlichen Zielplattformen haben. Ich möchte hier hinzufügen, dass auch die PIM-Systeme unterschiedliche Merkmale für unterschiedliche Märkte haben können. Ein Produkt kann unterschiedliche Beschreibungen für den spanischen, den russischen oder den französischen Markt haben. Das funktioniert in einem PIM-System sehr gut. Was hat aber das Ganze mit Marketing zu tun? Du hast Marketing erwähnt, aber es kann für unsere Zuschauer nie ganz klar sein, wie es mit Marketing verbunden ist. Marketing hat damit etwas zu tun. Es geht um die Positionierung, was auch sehr wichtig ist. Das Produkt kann unterschiedlich positioniert werden. Dabei bleiben die Merkmale dieses Produktes konstant. Wenn dieser Stift orange ist, dann ist es halt so. Man kann damit wenig anfangen. Es ist aber durchaus möglich, dass in einigen Verkaufskanälen und für einige User es trotzdem wichtig ist, dass dieser Stift nicht nur orange ist, sondern auch super öko-bio-organisch ist. Für die anderen User kann es wichtig sein, dass sie mit diesem Stift eine ununterbrochene Linie zeichnen können, die 500 Kilometer lang sein wird. Bis dieser leer ist. Ja, bis dieser leer ist. So kann man auf die konkreten Eigenschaften setzen. Ich meine Folgendes. Der gleiche Stift kann jede Menge von Beschreibungen haben, die für konkrete Segmente oder konkrete Nutzer wichtig sind. Wir sprechen darüber, dass es auch Targeting gibt und die Beschreibungen werden an einen konkreten Kunden angepasst. Dabei geht es auch darum, dass die PXM-Systeme in erster Linie auf die Kunden orientiert sind. Ja, das bedeutet, dass die Kunden von PIM-Systemen interne Systeme sind. Aber auch ein PIM-System kann mehr Daten liefern oder Feeds für Marketplaces und so weiter und so fort. Egal, Akeneo oder PIM-Core. Ja, das können die PIM-Systeme. Gerade zu dem Zeitpunkt, wo diese Spezialisierung in Anspruch genommen wird, verwandeln sie sich in die PXM-Systeme. Dann geht es um Targeting für konkrete Plattformen. Ja, für konkrete User-Segmente. Wollen wir erst aufschreiben? Wenn wir über die Länder und Verkäufe in konkreten Ländern reden, dann haben wir also lokale Bereiche als Entitäten. In jedem Land gibt es also verschiedene Plattformen. Wir haben schon das Thema der Verkäufe auf verschiedenen Plattformen kurz angesprochen. Du meinst die Kanäle? Ja, wie Wildberries oder Lamoda. Außerdem können wir zusätzliche Kategorien für jede eine Plattform einführen. Zum Beispiel, unsere Ware kann für die unterschiedlichen Zielgruppen geeignet sein. Mütter und sagen wir Fahrer 40 plus. Dann können wir ja zwei unterschiedliche Beschreibungen machen und diese Beschreibungen werden an eine konkrete Zielgruppe angepasst, auch sprachlich. Somit optimieren wir die Verkäufe an diese konkreten Zielgruppen und wir können das Ganze in unserem PXM-System konfigurieren. Dann wird es nicht nur plattformspezifisch, sondern auch zielgruppenspezifisch angezeigt. Dann sieht es so aus. In erster Linie brauchen wir sehr viel Information über das Produkt. Ich meine damit nicht nur die Information über das Produkt als solches oder über seine Charakteristiken, sondern auch spezifische Beschreibungen, die für konkrete Segmente geeignet sind. So bekommen wir Segmente und Beschreibungen. Ich würde sagen, dass dies für die Einführung erstmal ausreichen sollte. Aber wir könnten auch konkrete Beispiele mit PIM-Core und Akeneo betrachten.
Ich bin einverstanden. Für die Einführung würde es ausreichen. Wir haben kurz über die Entwicklung erzählt, wir haben auch Ihre Aufgaben thematisiert. Okay, dann zum nächsten Thema. Und ich bin heute auch für diese Blätter zuständig. Ja, nächstes Thema. Wir haben also zwei Produkte, die wir sehr gut kennen. Das sind ziemlich ähnliche an sich Produkte, die aber ganz unterschiedliche Philosophien haben. Pimcore und Akeneo. Ich nehme dann den grünen Stift. So, gut. Das sind also zwei PIM-Systeme. Sie sind ziemlich ähnlich, aber es gibt auch prinzipielle Unterschiede. Pimcore. Hier müssen wir es bemerken, dass es ein MDM-System ist. In diesem System gibt es sehr viele Instrumente für die Arbeit mit den Produkten. Hier gibt es unterschiedliche Entitäten für Customer, Kunden. Hier kann man dank einer komplizierten Hierarchie beliebige Entitäten einstellen. Sie können in das System alles reinstecken, bis auf Logging, und es wird trotzdem funktionieren. Es ist ja klar, der wichtigste anwendbare Aspekt von jedem MDM-System ist PIM. Kundenbezogene Informationen werden in der Regel in dem CRM-System aufbewahrt. In diesem Fall übernimmt das MDM-System die Rolle des CRM-Systems. Und was macht das moderne MDM-System? Es arbeitet mit den Produkten. Ja, arbeitet mit den Produkten. Pimcore ist vor allem ein MDM-System. Das System kann aber auch die Produkte in Fokus nehmen. Das bedeutet, die Funktionen von PIM, PCM, DAM und PXM-Systemen sind inbegriffen. Ich schreibe hier nur DAM, Digital Asset Management. DAM enthält auch die Funktionen von PCM. Das ist ein PXM-System, aber wie gesagt, in erster Linie ist Pimcore ein MDM-System. Parallel dazu schreibe ich, dass Akeneo in erster Linie ein PIM-System ist. Das bedeutet, dass Sie keine weiteren Entitäten pflegen können, wenn Sie in die Weiterentwicklung dieses Produktes nicht investieren. Diese Produkte sind aber Open-Source-Produkte. Sie lassen sich nacharbeiten. Sie lassen sich weiterentwickeln. Und beide sind auf PHP Symfony 4. Und in beiden Fällen haben wir Elastic. Technologisch gesehen sind das ziemlich ähnliche Produkte. Pimcore ist in erster Linie auf MDM-Funktionen orientiert. Auf die Arbeit mit beliebigen Daten, Prozessen, auf Datenmanagement. PIM-Systeme arbeiten in erster Linie mit Daten und Prozessen, die unmittelbar mit Produkten verbunden sind. Genau. Wenn Sie mit Produkten arbeiten, wenn alle Prozesse ausschließlich mit Produkten verbunden sind, dann brauchen Sie eher ein klassisches PIM-System. Und Akeneo wäre die richtige Wahl. Es gibt aber auch sehr komplizierte Produkte, die eine komplexe Hierarchie, eine komplexe Struktur darstellen. Mit diesen Produkten kann man nur über ein MDM-System wie Pimcore arbeiten. Akeneo unterstützt dabei keine komplizierten Hierarchien von Produkten. Das Thema werden wir später nochmal ansprechen. Hier müssen wir es auch bemerken, dass Akeneo auch ein PXM-System ist. Dafür gibt es im System viele Instrumente. Man kann zum Beispiel lokale Bereiche für die Übersetzung anlegen. Dabei können unterschiedliche lokale Bereiche innerhalb eines Landes existieren. In Akeneo kann man auch Kanäle mit spezifischen Anforderungen an das Produkt anlegen. Der amerikanische Marketplace kann seine Anforderungen haben, der russische Marketplace seine. Dann kannst du diese Kanäle auch beliebig segmentieren. Du kannst zum Beispiel Kategorien für diesen Marketplace einführen. Aber das ist gerade das Thema, das wir schon angesprochen haben.
die Kundenorientierung und Beschreibungen werden an den konkreten Kunden angepasst. Das ist in Akeneo sehr gut gemacht. Und noch eine Bemerkung. Akeneo hat ihre PXM-Funktionen erweitert. Akeneo ist der Meinung, dass ein PXM-System auch dafür existiert, um Informationen über die Produkte aus unterschiedlichen Quellen im Internet zu sammeln und zu aggregieren. Nehmen wir an, Sie sind nie der einzigste Anbieter eines Produktes. Sie können zum Beispiel Stifte oder Handys verkaufen. Die Informationen über die Handys gibt es auf Amazon, bei dem Hersteller, sonst irgendwo. Und Sie müssen diese Informationen klug kombinieren können. Amazon will vielleicht sogar genauere Beschreibungen als Hersteller haben. Dafür braucht er Merkmale. Ein anderer Marketplace kann seine Merkmale haben wollen. In Akeneo gibt es noch ein Tool, Franklin. Ask Franklin. Das ist ein Tool, wo... Andersrum. Hier ist es wichtig zu bemerken, Franklin gibt es nur in Akeneo Enterprise. Und wir müssen es wissen, Akeneo Enterprise ist kein billiges Produkt. 30.000, wenn ich mich nicht irre. In diesem Sinne hat Akeneo keinen transparenten Preis, welcher, sagen wir, auf der Internetseite genannt wird. Es sieht folgenderweise aus. Sie schicken eine Anfrage und Akeneo antwortet. Vielleicht 30, aber für Sie kann es auch 50 kosten. Sie richten sich nach Umsätzen Ihres Unternehmens. In diesem Sinne ist die Vergabe von Lizenzen auch nicht transparent. Um sich realistische Preise vorstellen zu können, müssen Sie sich diese 30.000 bis 50.000 merken. Manchmal will Akeneo, dass Sie die Lizenz für mehrere Server oder für mehrere Jahre kaufen. Das ist manchmal auch der Fall. Gut, dann schreibe ich hier, dass es auch Franklin gibt. In PXM gibt es noch ein Werkzeug, Onboarder. Ja, das ist ein neues Werkzeug. Das ist also ein Instrument. Akeneo sagt, dass es ein Cloud-Instrument ist. Sie haben praktisch einen Modul für die Synchronisierung mit Servern von Akeneo. Diese Server können die Lieferanten direkt nutzen und unabhängig von ihrem PIM-System mit Informationen füllen. Das sind in diesem Fall meistens die primären Informationen, die Sie brauchen. Außerdem bekommen Sie Daten, die schon strukturiert sind. Ihre Daten sind schon in Ihrem System drin. Über Akeneo Onboarder. Okay, wollen wir vielleicht noch ein paar Worte über PIM-Core sagen? PIM-Core. PIM-Core hat eine ganz andere Philosophie. PIM-Core nutzt alles, was die Programmiersprachen zur Verfügung stellen. In PIM-Core kann man ganz unterschiedliche Modelle mit komplizierten Vererbungen bauen. Wollen wir vielleicht ein konkretes Beispiel anführen, damit es auch die Leute verstehen könnten, die den Begriff Vererbung in den Programmiersprachen nicht kennen. Nehmen wir an, wir haben die Kategorie Elektronik mit dem Artikeltyp Elektronik. Elektronik. Und da haben Sie das obligatorische Merkmal, den Namen. Jetzt müssen wir die Kategorie Elektronik mit einem neuen Artikeltyp erweitern. Displays. Für Displays brauchen wir das Merkmal Bildschirmdiagonale. Das bedeutet, Sie müssen nicht nur den Namen, sondern auch Display und die Bildschirmdiagonale einpflegen.
Displays, das ist irgendwie verschwommen formuliert. Ich schlage vor, wir machen Artikeltyp Monitors. Wir werden Monitors schreiben. Ja, für Monitors ist auch die Bildwiederholungsfrequenz wichtig. Und die Matrix. Oder soll die Matrix bei Displays sein? Für Monitors könnten wir den Standfuß nehmen. Oder Typ der Befestigung. Ja, alternative Befestigungsmöglichkeiten. Okay, in der Wirklichkeit... Wir erzählen doch über die Grundkonzepte, damit es anschaulich wird. Warum brauchen wir aber so ein kompliziertes Modell der Vererbung? So ein kompliziertes Modell der Vererbung brauchen wir für eine Situation, wo die ganze Elektronik geändert wird. Wir könnten zum Beispiel ein Merkmal hinzufügen, welches für alle Kategorien der Elektronik aktuell sein könnte. Sagen wir mal Netzspannung oder Leistungsaufnahme zum Beispiel. Dann werden wir also in die Kategorie Elektronik ein Merkmal hinzufügen. Und dieses Merkmal wird automatisch für alle Artikel gelten. Was passiert, wenn wir in der Elektronik irgendeine Kategorie von Artikeln haben, die das Merkmal Leistungsaufnahme nicht braucht? Du meinst die Solarzellen? Ja, oder Batterien. Taschenrechner zum Beispiel. Spielt keine Rolle. Dann können wir das konkrete Merkmal für den konkreten Artikeltyp ausschließen. Wir vererben alles bis auf dieses Merkmal. Und wie kann man das praktisch gebrauchen? Wir können praktisch die eingelegten Kategorien, die eingelegten Produkte sehr flexibel einstellen. Wir haben dann eine Menge von unterschiedlichen Unterkategorien und diese Unterkategorien können dann ihre eigenen spezifischen Merkmale haben. Die anderen Merkmale werden von den übergeordneten Kategorien vererbt. Wichtig ist Folgendes. Wenn das Modell so flexibel ist, dann können wir die Liste von zulässigen Merkmalen für jeden einzelnen Nachfolger und für jede einzelne Unterkategorie formulieren. Zum Beispiel, wir verstehen, dass die Displays keine Begrenzungen haben, was die Bildschirmdiagonale anbelangt. Aber die Monitors haben diese Begrenzungen. Nicht weniger als 14 Zoll, nicht mehr als 100 Zoll. Ein Display kann auch größer sein. Die ganze Wand zum Beispiel. Oder es gibt auch diese flexible Displays. Monitors können aber nur so und nicht anders sein. Das bedeutet im Endeffekt, dass der Operator den falschen Artikel nicht mehr wählen kann. Das ist beinahe ausgeschlossen, dass er etwas verwechselt. Es wird nur das angezeigt, was zu diesem konkreten Artikeltyp tatsächlich gehört. So kann man die Fehlerquote minimieren. Jetzt stell dir vor, es geht um ein sehr kompliziertes Produkt. Zum Beispiel, wir haben auch Kunden, die nie so viele Produkte haben, dafür aber sehr viele Konfigurationen von diesen Produkten. Und das ist eine ganz andere Situation. Wir reden jetzt von dem Hersteller von Möbeln und Matratzen. Möbel ist ein Kapitel für sich. Das funktioniert wie ein Baukasten. Du hast gewisse Blöcke, du wählst beliebige Konfigurationen aus und dann musst du diese auch weiter bearbeiten können. Und es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Baureihen. Und jede Baureihe hat eine begrenzte Anzahl an Farben. Oder noch komplizierter. Wir haben eine konkrete Farbe für ein konkretes Sofa. Und dieses Sofa kann nur aus konkreten Stoffen hergestellt werden. In dieser Farbe können im Normalfall auch andere Stoffe sein, aber nicht für dieses Sofa. Oder wir wollen es zum Beispiel verstehen, wie viel Material für das Produkt überhaupt gebraucht wird. Wenn der Auftrag erhalten wird, dann muss das Order Management System es genau verstehen, wie viel Stoff benötigt wird. Und es wird konkrete Informationen über die nötige Menge oder Meterzahl weitergeleitet. Da gibt es tatsächlich sehr viele Details und Besonderheiten. Alles zusammen kann sehr kompliziert werden. In diesem Fall könnte Pimcore besser passen.
Obwohl mit Beamcore, Leute, die Einstellungen von Beamcore sind viel schwieriger. Interface in Beamcore ist viel weniger transparent oder verständlich. Diese Aspekte muss man auch im Auge halten. Akeneo ist aber ganz anders. Okay, jetzt zum Thema Akeneo. Die Einstellungen in Akeneo sind einfacher als in Beamcore. Akeneo kann mit Familien von Merkmalen arbeiten. Die Vererbung ist aber sehr, sehr kompliziert. Die Anpassungen werden viel Zeit in Anspruch nehmen, aber die Möglichkeit ist vorhanden. Man kann die Vererbung in einer Familie einstellen und dann auch zusätzliche Merkmale hinzufügen. Was sollten wir noch über Akeneo wissen? Wenn wir nur ein System für die Aufbewahrung von Merkmalen brauchen, wenn wir keine komplizierten Fälle haben, die wir gerade besprochen haben, dann würde ich Akeneo empfehlen. Akeneo ist einfacher, Akeneo ist schneller, schneller für die Einstellungen. Wenn Sie ein typisches Produkt haben, Schuhe oder Kleidung, und dafür eine Work-Solution haben wollen, dann würde Akeneo besser passen. Was machen wir mit dem Standardmöbel ohne Sonderwünsche? Es gibt immer Sonderwünsche, wenn es um Möbel geht. Mit dem Möbel würde ich es mir zweimal überlegen. Wenn es um einfache Lösungen geht, dann passt Akeneo sehr gut. Wenn es eine komplizierte Geschichte ist, wenn Sie nicht nur ein System für die Aufbewahrung der Produkte brauchen, sondern auch ein System, wo Masterdaten gepflegt werden, mit komplizierten Zusammenhängen, mit komplizierten Formularen oder Vererbungen, mit komplizierten Modellen, dann ist es der Einsatzbereich für Beamcore. Ich glaube, wir haben schon viel über Beamcore und Akeneo erzählt. Wir haben auch über MDM, PIM und DAM-Systeme gesprochen. Wollen wir jetzt auch über Workflows erzählen oder lassen wir das Thema für das nächste Mal? Darüber können wir noch eine ganze Stunde diskutieren. Es gibt Workflows in beiden Systemen. Hier ein bisschen einfacher, da komplizierter, hier in Enterprise, hier auch so. Dazu noch könnten wir auch das BPM-System besprechen. Aber ich glaube, es wäre besser, wenn wir dieses Thema für das nächste Video lassen. Okay, dann werden wir ein anderes Video über die PIM-Systeme mit Workflows machen. Natürlich mit Fallbeispielen. Ohne Beispiele ist es sehr schwer zu erklären. Ja, okay. Danke, liebe Freunde. Im nächsten Video werden wir mehr über Beamcore und Akeneo erzählen. Wir sind schon zu alt. Die junge Generation verabschiedet sich anders. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie den Kanal und alles, was dazu gehört.